Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal bei ComMike zu einem weiteren Video aus meiner Projektserie Garten. Wie ihr sehen könnt, der Herbst hat sich angekündigt, es ist trüb, es ist regnerisch. Ich habe den Rasenroboter bereits eingemottet, auch der Pool ist eingemottet. Nun ist es an der Zeit, mich um den Rasen selber zu kümmern, bevor die Sprengleranlage dann auch noch eingemottet wird. Wie ich meinen Rasen für den Winter fit bekomme, wie ihr euren Rasen für den Winter fit bekommen könnt, das seht ihr gleich. Bleibt dran! So, der Regen hat sich verzogen, das Wetter hat sich etwas verbessert und wie ihr sehen könnt, auch die Sonne ist wieder zurückgekehrt, scheint zumindest ein bisschen. Das heißt, heute kann ich problemlos mich um das Einwintern meines Rasen kümmern. Das Ganze werde ich in kurze Teile aufgliedern. Zum einen geht es um das Thema Vertikutieren bzw. Erde auffüllen, die Nachsaat von frischen Rasen, das Ganze eben mit Düngen zu verbinden, also wie wir das Ganze richtig düngen sollten, um das Mähen an sich, wie weit runter wird der Rasen gekürzt, wo sollte man lieber nicht kürzen und letztendlich dann noch die Vorgehensweise, wenn dann die Minustemperaturen da sind, worauf man da achten sollte. Ihr seht meinen Rasen jetzt in einem Zustand, in dem er jetzt ungefähr eine knappe Woche lang nicht mehr gemäht worden ist. Ich gehe mal etwas näher ran mit der Kamera, da seht ihr jetzt die Höhe der einzelnen Grashalme. Da werde ich heute mit dem Rasenmäher nochmal rübergehen. Erstens, um den Rasen zu kürzen, auf ein adäquates Maß runter zu kürzen. Aber in erster Linie geht es mir einmal darum, das Laub, was ich von diesen Bäumen, die ich hier auf dem Grundstück habe, regelmäßig auf dem Rasen verteilt, das muss weg. Das ist eine der wichtigsten Regelungen für das Fitmachen des Rasens für den Winter. Kein Laub auf dem Rasen. Das Rasen, oder andersrum gesagt, das Laub nimmt dem Rasen das Licht. Unten drunter sammelt sich Feuchtigkeit an. Das ist ein idealer Herd für Pilze, für Bakterien, für irgendwelche Keime und Seuchen und sonstiges. Das solltet ihr auf jeden Fall vermeiden. Deswegen als allererstes Rasenmäher raus. Ja, so ein großer Rasenmäher kann auch wunderbar als Laubsauger verwendet werden. Um das Ganze optimal auszuschöpfen, zumindest für meinen Bereich hier, nutze ich meinen Rasenmäher auf einer Stufe 3 von insgesamt 8. Das heißt, der Rasen bleibt immer noch lang genug, bevor jetzt die Frosttemperaturen kommen. Und gleichzeitig ist er aber auch hoch genug eingestellt, um das Laub, was sich hier auf meinen Wiesen, auf meinen Rasenflächen befindet, problemlos aufsaugen zu können. Mein Rasenmäher selber ist ein Modell von Prast. 4,4 kW in der Leistung, also das merkt man dann schon gegenüber der Vorgängerversion. Der zieht ordentlich durch mit Radantrieb, so macht das richtig Spaß. So, ich bin mit dem Rasenmäher fertig. Wie ihr sehen könnt, das meiste vom Laub ist weg und der Rasen ist schön kurz heruntergeschnitten worden. Was jetzt in diesem Kurzschnitt ebenfalls auffällt, sind die vereinzelten kahlen Stellen. Wenn ich jetzt mal in die Nähe gehe, wie hier und hier, speziell hier unten ist der Rasen doch etwas in Mitleidenschaft gezogen worden. Ich habe hier vor kurzem eine größere Maßnahme durchgeführt. Ihr seht hier diese dunklen Stellen, das sind Spurrillen von einem LKW. Alles in allem wahrlich nicht perfekt für meinen Rasen, aber das sind die Baustellen, die dann für nächstes Jahr anstehen. Und um zunächst erstmal diese kahlen Stellen zu schließen, und da sind wir schon beim Punkt 2, dem Nachsehen, ist es wichtig, dass ihr den Herbst nutzt, um eben neuen Rasensamen auszubringen. Wenn der Rasen schön dicht ist, dann wird das Unkraut unterdrückt, beziehungsweise findet es gar nicht erst den Weg, sich in den Rasen einzunisten. Na, ihr seht, vereinzelt habe ich ja auch Löwenzahn, der sich in den letzten Wochen hier entwickelt hat. Ich werde jetzt, wie bereits schon vor 3 Wochen, erneut Rasensamen ausbringen. Vor 3 Wochen habe ich das Ganze mit dem Streuwagen gemacht, einmal längs und einmal quer. Der Rasen ist gut aufgegangen, es hat viel geregnet in der letzten Zeit und nun bin ich an dem Schritt gezielt in diese Stellen, wo das Bild immer noch nicht in Ordnung ist, mit der Hand nachzustreuen. Ich verwende dabei sogenannten Roboterrasen. Das Ganze habe ich dieses Jahr erstmalig getestet und muss sagen, ich bin doch sehr zufrieden mit dem Rasen. Das Bild, was er abgibt, ist anschaulich, hübsch. Also mir gefällt das von der Farbe her und auch vom Wuchs selber. Es sind relativ dünne Halme, die sich hier zwischen den dicken Halmen durchschlängeln. Also diese dickeren hier, das war der alte Rasen. Und diese dünneren, diese hier, das ist dieser neue Roboterrasen. Ob das Ganze jetzt ein spezieller Marketing-Gag ist oder ob der wirklich was bringt, was den Mähroboter angeht, kann ich in dem Moment noch nicht beurteilen. Mein Rasenroboter ist mit dem Ganzen klargekommen.
hat das Ganze wunderbar runtergemäht. Ob ich da jetzt den Dünger spare oder irgendwas anderes speziell ist, das wird ein Langzeitprojekt ergeben, von dem ich dann aber erst nächstes Jahr berichten kann. Das Bewässern an der Stelle spare ich mir. Es hat die letzten Tage doch recht häufig und viel geregnet und auch für die nächsten Tage ist Regen angesagt. Das heißt, die Bewässerungsanlage bleibt zu. Der Rasen, das habe ich beim Mähen schon gemerkt, ist noch feucht, speziell an diesen Stellen, wo die Sonne jetzt über den Herbst gar nicht mehr hinkommt. Und so wird der Rasen auch ohne zusätzliches Wasser aufgehen. Eine weitere Zutat für einen gesunden Rasen im Winter, beziehungsweise dass der Rasen den Winter gut übersteht, ist der Dünger. In meinem Fall habe ich mich entschieden für speziellen Herbstdünger, in dem Falle einen speziellen von Substral. Der Herbstdünger ist dahingehend eben auffällig, dass der Anteil an Stickstoff deutlich reduziert ist. Der Stickstoff dient den Pflanzen als Grundlage für Wachstum. Und stattdessen ist der Kaliumwert deutlich erhöht. Kalium stärkt die Abwehrkräfte, macht den Rasen fit, also stärkt die Zellen. Das heißt, der Frost kann den Pflanzen weniger anhaben und gleichzeitig ja, auch die Schädlinge, Pilze, Bakterien und so weiter. Das ist quasi eine kleine Vitaminkur für den Rasen. Den Dünger habe ich bereits Anfang Mitte September eingebracht. Einfach aus dem Grund, dass der Rasen genügend Zeit hat, diesen Dünger auch aufzunehmen. Das war unmittelbar vor doch einer größeren Regensaison. Das ist natürlich optimal gelaufen dieses Jahr. An einigen Stellen hat der Streuwagen dann doch etwas zu viel abgelassen. Das gab dann direkt Kahlstellen. Also da müsst ihr aufpassen, dass dieser Dünger mit dem Kalium doch auch recht aggressiv sein kann. Insbesondere bei frisch gesäten Rasen kann das auch nach hinten losgehen. In meinem Fall habe ich die Stellen dann mit Grassamen nochmal aufgefüllt und das Ganze ist auch wunderbar nachgewachsen. Der ein oder andere wird vielleicht vermissen, dass ich das Ganze hier nochmal vertikutiert habe. Nein, ich habe es nicht vergessen. Ich habe mich dieses Jahr ganz bewusst dagegen entschieden. Mein Rasen wurde bereits im Frühjahr bei der Anlage vertikutiert. Da bin ich mit dem Handvertikutierer drüber. Das ist übrigens hier, wenn man sich die verlängerte Flucht hier anschaut von dem Holz. Auf der linken Seite ist von Hand vertikutiert worden, auf der rechten Seite mit der Maschine. Stand heute, muss ich sagen, sehe ich hier keinen großen Unterschied mehr. Vor ein paar Monaten noch war es aber dennoch so, dass der handvertikutierte Bereich, also dieser hier drüben, deutlich schöner aussah, deutlich robuster, grüner, dichter als der rechte Bereich. Aber nachdem ich dann kontinuierlich nachgesät habe und auch die Bewässerungsanlage entsprechend aufgebohrt habe, dazu findet ihr auch Videos auf meinem Kanal, ist auch die rechte Seite wieder kräftig zugewachsen. Da bin ich sehr zufrieden. Im Herbst werde ich jetzt nicht neu vertikutieren. Das muss man auch nicht zweimal im Jahr machen, muss man auch gar nicht nochmal jedes Jahr machen. Das reicht mitunter auch nur alle 2 Jahre. Das kommt einfach darauf an, wie viel Filz ihr am Rasen habt. Und bei meinem Rasen durch die Neuanlage ist er noch sehr luftig insgesamt und da muss ich im Frühjahr einfach schauen, kann ich hier erneut drüber gehen mit dem Vertikutierer oder reißt es mir da einfach zu viele Grasbüschel raus. Speziell jetzt für den Herbst habe ich dahingehend eben auch einfach darauf verzichtet. Was gibt es weiterhin zu beachten bei der Pflege eures Rasens kurz vor dem Winter? In erster Linie mähen, mähen, mähen. Ihr solltet beachten, dass sobald die Temperaturen über 10 Grad sind, der Rasen, also diese kleinen Sprösslinge, dann doch wieder anfangen zu wachsen. Und das sollte kurz gehalten werden, also der Rasen sollte kurz gehalten werden, um ihn robust für den Winter zu bekommen. Ich in meinem Fall mähe meinen Rasen dahingehend einmal die Woche, hole ungefähr 1/3 des Wachstums, was da in der Woche gekommen ist, hole ich wieder runter. Lasst das Ganze aber auch nicht als Mulch auf dem Rasen liegen, sondern wirklich, wie ihr vorhin gesehen habt, mit dem Fangkorb alles rausholen. Die Nährstoffe gehen zwar verloren, werden dann aber über den Dünger im Frühjahr wieder aufgefüllt. Aber wichtig ist, den Rasen schön kurz halten und ab dem Moment, wo dann die Minusgrade anstreifen, könnt ihr das Mähen euch auch sparen, weil der Rasen dann auf dieser Länge, die ihr zuletzt gemäht habt, bleiben wird. Und in meinem Fall die Empfehlung, aktuell mähe ich hier auf ungefähr 4 bis 5 cm und bevor dann der Frost eintritt, werde ich dann nochmal einen Zentimeter tiefer gehen auf 3 bis 4 cm und in dieser Höhe wird der Rasen den Winter wunderbar überstehen können, solange er nicht betreten wird. Und da bin ich schon beim faktisch letzten Punkt. Wenn der Frost einmal eingetreten ist, vermeidet es tunlichst, den Rasen zu betreten. Die kleinen Helmchen sind ja immer noch mit Flüssigkeit gefüllt.
Das überlebt der Rasen, das ist kein Problem, wenn der Frost da reingeht. Die sind ja winterhart, diese Gräser. Aber wenn ihr dann darauf rumtretet, rumtrampelt, dann knicken diese Blätter ab, diese grünen. Und in dem Zusammenhang ja, schadet das dem Rasen. Ihr habt dann Probleme erstmal im Frühjahr, ehe er sich wieder akklimatisiert, ehe er wieder ranwächst. Und in der Zwischenzeit, die der Rasen dann eben länger braucht, hat das Unkraut oder andere Kräuter, die ihr hier gar nicht haben wollt, doch massive Chancen hier einfach zuzuschlagen und euch den Rasen kaputt zu machen. Ansonsten, das Laub muss runter, kontinuierlich. Das sollte im Herbst definitiv immer erledigt werden. Entweder mit dem Rasenmäher, so wie ich das mache. Ihr könnt natürlich auch alternativ einfach einen Laubbesen nehmen, einen Rechen und das Laub herunter haken. Bei den Flächen, die ich zusätzlich wie das hier noch zu bewirtschaften habe, macht es für mich keinen Sinn, das von Hand zu tun. Da fehlt mir einfach die Zeit. Da geht es dann mit dem ganz großen Rasenmäher drüber. Ja, ihr Lieben, und dann bin ich auch schon am Ende mit meinem kleinen Video zum Fitmachen des Rasens für den Winter. Ich werde ein weiteres abschließendes Video zu meinem Projekt Garten, speziellen Rasen, dann in Kürze noch mit nachlegen. Da geht es dann darum, meine Bewässerungsanlage, meine versenkbare Hunter-Rasensprengeranlage für den Winter ebenfalls noch einzumotten, die fit zu machen. Aber das ist ein weiteres Video und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann bleibt dran, abonniert meinen Kanal, klickt die Bimmel, würde ich mich sehr darüber freuen. Und bei Fragen, Anregungen, Kritiken, wie immer, schreibt mir unten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!